Hallo, mein lieber Löwe, und natürlich auch ein Hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Lieber Löwe, ich wünsche euch allen ein wunderschönes neues Jahr 2025 und ich hoffe, dass all eure Wünsche und Träume in Erfüllung gehen und ich hoffe auch, dass ihr mutig seid und euch getraut, eure Ziele zu erfüllen, dass ihr euch getraut, den Weg zu gehen und die Hoffnung wirklich nie aufgibt. Lieber Löwe, wir schauen uns heute dein Jahr 2025 an, deine Hauptenergien, die dich so ein bisschen begleiten. Wie immer, denk daran, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein, ist auch völlig in Ordnung. Nimm nur das an, was zu dir gehört. Lieber Löwe, dein Jahr 2025. Was ist wichtig für dich, lieber Löwe? Dein Jahr 2025. Was darfst du dir vielleicht zu Herzen nehmen? Wo darfst du hinschauen? Wir haben, die Nummer 1. Die Nummer 1 steht immer dafür, nach vorne zu streben. Es ist Zeit, mehr zu wollen. Es ist Zeit, nach vorne zu gehen. Nicht mehr einfach in der Ecke sitzen und warten, sondern auch mutig sein und nach vorne zu streben. Also du darfst dir Ziele setzen, habe ich das Gefühl, aber wir schauen uns mal die Karte an. Manifestiere deine Träume. Du bist bereit, loszulegen. Es sind keine weiteren Vorbereitungen nötig. Nimm den ersten Schritt hin zu den Veränderungen, die du dir wünschst, selbst wenn es kleine Schritte sind. Achte sowohl auf Zeichen, die dir die richtige Richtung anzeigen, als auch auf Hilfsquellen und Unterstützung, die sich dir auf wunderbare Weise im perfekten Augenblick bieten. Wow, eine ganz starke Karte. Also die Karte sagt dir ganz klar, lieber Löwe, jetzt ist die Zeit. 2025. Vor allem, wenn du schon länger an einem Ziel dran bist und es ist bis jetzt nicht so viel passiert oder es hat einfach nicht geklappt, jetzt ist die Zeit dafür, loszugehen. Und dieses Mal vielleicht etwas anders, bewusster, klarer. Also die Karte möchte ich auch daran erinnern, dass deine Gedanken Realität werden. Manifestiere, visualisiere, was du möchtest, und zwar in der Fülle, nicht in der Mangelenergie. Also nicht frustriert werden, weil du etwas noch nicht hast. Versuch wirklich, das als Motivation zu sehen, dass du es haben kannst. Nur weil du es jetzt noch nicht hast, heißt das nicht, dass du es nie haben wirst. Du wirst es haben. Und die Karte möchte ich ganz klar dazu ermutigen. Glaub an dich und geh jetzt los. Mach dir einen Plan, vor allem wenn du das Thema Beruf hast. Mach dir einen Plan, so ein bisschen diese Zwischenschritte, was brauchst du, wie, was, wo, jetzt in die Umsetzung gehen. Beim Thema Liebe auch, vor allem wenn du dich vielleicht eine Zeit lang zurückgezogen hast, manifestiere, was du möchtest, schreib es dir auf, bleib dem treu. Wenn du Dates hast, schau dir deine Notizen immer wieder an. Ich weiß, hört sich extrem doof an, aber weißt du was, ich habe das auch gemacht. Ich muss ganz ehrlich sein, als ich wirklich Single war und gesagt habe, so, jetzt möchte ich eine Beziehung, habe ich mir 3 Versprechen gegeben, die aufgeschrieben, was ich nicht mehr mit mir machen lasse während der Datingphase. Und ich habe mir all die Dinge aufgeschrieben, die mir wirklich, wirklich wichtig sind. Wirklich wichtig sind. Die mir immer vielleicht auch gefehlt haben. Und nach jedem Date, das hört sich vielleicht etwas doof an, kann ich das erzählen? Ja, ich erzähle es einfach. Nach jedem Date, das erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe in mein Handy meinen ersten Eindruck und
all das, was ich erfahren habe, notiert. Also ich habe eine Art Zusammenfassung gemacht im Handy als Erinnerung, dass ich das nicht vergesse. Und ich habe immer wieder meine 3 Versprechen angeschaut und meine Bedürfnisse. Und ich habe das immer abgeglichen. Ich habe mich immer selbst gefragt, ganz, ganz ehrlich, passt das? Ja, nein. Passt das? Ja, nein. Und ja, also ich habe dann relativ schnell meinen Partner kennengelernt, also weil ich dadurch besser Grenzen setzen konnte und es auch vorwärts ging. Und es war hat mir wirklich geholfen. Also finde natürlich deinen Weg, wenn du das Thema Liebe hast. Das ist einfach nur so eine Info am Rande. Genau, machen wir mal weiter. Lieber Löwe, was darfst du dir sonst noch zu Herzen nehmen für das Jahr 2025? Ja, Inspiration. Die Muse küsst dich. Es ist Zeit, kreativ zu sein. Es ist Zeit, Dinge anders zu tun, kreativ zu tun, nicht 1:1 zu kopieren. Finde deinen eigenen Weg. Finde deinen Weg, nicht den Weg, den andere sehen wollen. Finde deine Art. Sei so, wie du bist. Wenn du ein Hobby hattest früher und du hast es schon länger nicht mehr gelebt und wenn du ganz ehrlich bist und du vermisst es, dann lebe es wieder. Sei das Malen, Schreiben, Fotografieren, keine Ahnung, Programmieren, Töpfern und was auch immer. Das, was dich wirklich glücklich macht und deine Schöpferkraft auch aktiviert. Es ist jetzt wirklich Zeit dafür. Vielleicht auch Zeit dafür, dass du mehr deine Passion lebst, mehr den Weg auch lebst oder das Leben, was du leben möchtest und nicht auf etwas wartest. Schauen wir mal, was ist dein Hauptthema, deine Hauptenergie, lieber Löwe, was dich so ein bisschen im Jahr 2025 begleitet und immer wieder zu dir zurückkommt, lieber Löwe? Ja, klares Bestreben, Ziel. Ziele. Es werden sich vielleicht auch mehrere Ziele zeigen, mehrere Vorhaben, aber ich sehe, dass du so ein bisschen auch auf den Tisch klopfst und sagst, so jetzt, ich will jetzt einfach losgehen. Vielleicht auch das Thema Ausland. Muss nicht sein, kann wirklich losgehen. Ich möchte jetzt meinen Weg gehen. Ich möchte dieses Ziel erreichen. Ich möchte das einfach, weil mir das wichtig ist und jetzt finde ich einen Weg. Also in diesem Jahr hast du die Chance, auch einen Weg zu finden, um dein Ziel zu erreichen. Wenn du jetzt sagst, du hast kein Ziel, dann wirst du in diesem Jahr dein Ziel finden, deine Träume. Aber gib dem Raum, vor allem gib dem Raum, dass es sich dir zeigen darf und sei ein bisschen kreativ. Weil Kreativität fördert diese Energie, gibt dir auch Kraft. Warum 3 der Stäbe? 3 der Stäbe. Ja, du löst eine Blockade. Ich sehe, dass du in diesem Jahr eine Blockade löst. Vielleicht hattest du das Gefühl, dass dich jetzt in den letzten Wochen, vielleicht auch Monaten, so eine Art Blockade begleitet hat oder du das Gefühl hast, irgendetwas stimmt nicht, es kommt nicht voran und jetzt löst sich das Ganze. Wir schauen uns an, deine Hindernisse, was hält dich zurück, welche Blockaden halten dich zurück, wo kommen Widerstände, Herausforderungen auf dich zu und wir schauen uns bewusst die Herausforderung an, damit du sie eben bewusst wahrnimmst, damit du sie eben auch lösen kannst, weil manchmal nehmen wir nicht so explizit wahr und deswegen können wir es nicht lösen. Dann schauen wir uns jetzt vor allem eben die Herausforderungen, die Blockaden an. Lieber Löwe, ich habe das Gefühl, das kann ein ganz gutes Jahr für dich werden, wenn du die Chancen nutzt. Ganz stark, aber es liegt an dir, ob du es annimmst oder nicht. Aber große Möglichkeiten. Wir haben Ritter der Kelche, den Tod und der Gehängte. Der Tod ist natürlich nicht der echte Tod, für die Tarot nicht kennen.
Wir haben eben Ritter der Kelche, der Tod und der gehängte Skorpionenergie. Es ist Zeit für Transformation. Es ist Zeit für Veränderung. Und das ist genau das Hindernis. Also denk daran, das ist so ein bisschen die Herausforderung, die wir dort, also hier haben. Vielleicht auch den Widerstand. Ich sehe das Ritter der Kelche. Es kann sein, dass eine Chance deinen Weg kreuzt. Ein neues Jobangebot, eine Chance, vielleicht eine Zusammenarbeit, eine Begegnung. Aber das heißt zugleich, dass du hier wie eine andere Tür schließen musst, um zu wachsen, etwas wie loslassen. Und das fällt dir schwer. Das sehe ich, das ist nicht so einfach. Ich sehe auch, dass du manchmal unsicher bist bezüglich, was will ich wirklich. Vielleicht denkst du einmal, ich will das und dann plötzlich, will ich das wirklich? Nein, ich will doch das. Und dann denkst du, nein, ich habe doch gesagt, ich will das, ich muss daran festhalten. Und dann gehst du wieder zurück zum alten Vorhaben und dann kommt wieder das neue Vorhaben und dann wirst du wieder ins neue Vorhaben gelenkt und dann merkst du, das matcht nicht, dafür muss ich wieder das loslassen und dann willst du vielleicht nicht. So ein bisschen so nehme ich wahr. Es kann auch, wenn du das Thema Liebe hast, geht es wirklich darum, dass du Mühe hast, Liebe anzunehmen, weil das heißt auch, dich hinzugeben. Ich sehe auch, dass du vielleicht Mühe hast, dir auch wirklich treu zu sein, also dass du dich auch getraust, so zu zeigen, wie du wirklich bist. Also getrau dich, lieber Löwe, weil hier könnte auch Chance für Liebe kommen, ganz klar. Auch beruflicher Wandel sehe ich hier, Wachstum. Aber schauen wir mal weiter, warum Ritter der Kelche als Herausforderung, aus der Münzen, das ist aber gut. Hier scheint eine Chance zu kommen. Eine Chance, aber ich bin nicht ganz sicher. Es kommt eine große Chance, aber ich weiß nicht, ob du das wirklich als Chance wahrnimmst oder ob dir das bewusst ist. Oder ob es einfach schwierig für dich ist, diese Chance. Also ich habe schon das Gefühl, dass du sie annimmst, aber es ist nicht so einfach. Weil da noch gewisse Themen sind. Vor allem hier sieht man das ganz klar, der Tod. Warum der Tod? Oh, schon wieder der Gehängte. Ja, du bist dir unsicher, ob du das wirklich willst. Vielleicht hast du auch Angst, dass du eine Chance verpasst, wenn du das hier annimmst. Der Gehängte und Ass der Kelche. Damit du das hier annehmen kannst, musst du dir ganz klar bewusst werden, was will ich? Kreiere eine Vision. Was ist deine Vision? Fokus. Und nicht eben, dass es dir Mangel bringt, sondern es soll dich motivieren. Das ist auch eine Kunst, mit Zielen umgehen zu können. Nicht jeder kann das. Einige Menschen haben Angst vor Zielen, Angst vor Träumen, Angst vor Visionen, weil es sie frustriert. Lerne es als Motivation anzunehmen. Zum Beispiel, ich liebe Ziele. Es treibt mich an. Das gibt mir Kraft, das gibt mir Hoffnung. Und ich glaube, wenn man das eben nicht kann, also dass Träume einem Hoffnung geben oder Ziele, wenn das einem eher frustriert, dann ist es oft so, weil man nicht an sich glaubt. Also glaub da ein bisschen mehr an dich. Glaub, dass du das Glück verdient hast. Du hast verdient, glücklich zu sein, weil hier möchte was Großes kommen. Warum der Gehängte? Warum diese Stagnationsenergie? Warum diese Unsicherheit bezüglich, was will ich? 9 der Stäbe, eben diese Zurückhaltung. Du bist irgendwo bist du noch nicht all in, nehme ich wahr. Du sagst ja, du willst es, aber willst du es wirklich? Tust du wirklich alles dafür? Und in diesem Jahr wird dir das Universum das zeigen, weil es ist eben an der Zeit, dass du alles dafür tust. Und mit alles dafür tun meine ich nicht, dass du in einen Kampfmodus gehst, sondern dass du das genießt, den Weg genießen, kreativ bist. Es könnte eben auch um das Thema Reisen gehen oder Umzug mit dem Wagen. Es geht um das Thema Vorwärtsgehen und eben dieses Schwanken. Wirklich dieses starke Schwanken. Will ich das? Ich wollte doch das. Oder will ich das?
Werde dir wirklich bewusst, was willst du. Und denk daran, Ziele dürfen sich ändern, aber lass es dir zeigen, wenn es sich ändern darf, und akzeptiere es dann auch. Also nicht vielleicht an Vorstellungen festklammern, die vielleicht dir gar nicht gut tun. Schauen wir mal, was ist denn der Rat, lieber Löwe, dein Rat, der Herrscher. Also wenn du schon länger darüber nachdenkst, in die Selbstständigkeit zu gehen, wenn du schon länger darüber nachdenkst, beruflich dich zu verändern, aufzusteigen, dann ja, unbedingt. Kreiere dein Reich. Sei der Herrscher oder die Herrscherin über dein eigenes Leben. Kreiere. Warte nicht, dass andere kreieren. Kreiere selbst, Stück für Stück, natürlich, deinem Tempo. In der Liebe nehme ich das Thema Augenhöhe wahr. Augenhöhe, ganz, ganz wichtig. Nicht das Gefühl haben, du bist zu wenig gut. Augenhöhe. Nimm Menschen auf Augenhöhe wahr und erkenne deinen Wert. Was liegt im Schatten? Was zeigt sich dir, aber hast du so nicht auf dem Plan oder auf dem Schirm? Wir haben 2 der Schwerter und Bube der Münzen. Also hier sehe ich, du wirst schon ein bisschen herausgefordert, Zweifel loszulassen, mehr auf deine innere Stimme zu hören. Und ich sehe, dass hier entweder könnte das eine neue Begegnung sein, die ein bisschen anders ist, als du gewohnt bist, oder es ist eine Art Idee, eine neue Idee, etwas ganz Neues zeigt sich dir, aber es ist unerwartet. Und es ist ganz, ganz neu. Es kann auch eine Blitzidee sein, die so intuitiv hochkommt. Zweifle diese Idee nicht an. Schau sie dir mal an. Das heißt noch nicht, dass du sie umsetzen musst, aber gib der Idee mal Raum. Sie könnte vielleicht wichtiger sein, als du denkst. Und auch, wenn es um eine Person geht, nicht vorurteilen. Vielleicht könnte das sogar die Liebe sein. Ein bisschen anders als erwartet. Ja, mein lieber Löwe, das waren die Karten. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.